Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wollen wir euch nochmal das Pi-Fi-Netzwerk vorstellen, beziehungsweise was Pi-Fi ist, was Pi-Fi macht und wie auch ihr mit dem Raspberry Pi und ein, zwei Zusatzgeräten plus eine Lizenz nebenbei ein bisschen was dazu verdienen könnt. Ja, wir hatten das in den ein oder anderen Video von uns schon mal ganz kurz gezeigt, das Projekt. Das Prinzip ist ähnlich wie bei Aware Element, beziehungsweise könnt ihr Aware Element Sensor benutzen. Und ähnlich wie bei Planet Watch bekommt ihr eine Vergütung dafür, dass ihr eure Daten von eurem Aware Element oder halt eben anderen Sensoren zur Verfügung stellt, bekommt ihr halt eben eine Belohnung. Ja, das Projekt Pi-Fi gibt es schon verhältnismäßig lang. Das heißt, es gibt einige Videos auf YouTube, die man sich dazu mal zu Gemüte führen kann. Hier wird es auch nochmal erklärt, wie das mit dem Aware Element funktioniert. Ich denke, der ein oder andere hat von euch noch einen. Also wir haben auf jeden Fall noch zwei Stück in der Schublade stehen. Hier ist zum Beispiel nochmal ein Setup. Ihr seht, die Videos sind schon etwas älter, weil das Projekt Pi-Fi gibt es schon länger. Geht halt eben erst jetzt richtig in die Vollen. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, Pi-Fi zum Beispiel auch einen SenseCap zu installieren. Das heißt, auf einen Helium-Hotspot betrifft ja auch viele von euch, die einen Helium-Hotspot noch liegen haben. Ja, letztendlich, das Projekt geht jetzt an den Start, möchte ich mal sagen, beziehungsweise das gibt es schon verhältnismäßig lange. Aber Pi-Fi Network geht jetzt quasi live, geht quasi ins Mainnet und zwar bei Algorand. Kommen wir aber gleich dazu, erkläre ich euch gleich. Genau, bei Pi-Fi Network wird nochmal erklärt, wie es funktioniert. Das bedeutet, ihr müsst erstmal euren Sensor hinzufügen. Sensoren zeige ich euch auch gleich. Dann das Device aktivieren und halt eben im Pi-Fi-Netzwerk connecten. Das heißt, das sind die drei Schritte. Das ist so ein Step-for-Step-Guide. Damit könnt ihr quasi durchgehen. Hier sind die unterstützten Sensoren, zum Beispiel, die angeschlossen werden können. Ihr seht zum Beispiel hier, Klassiker, Aware Element, kennen wir ja alle oder kennen die meisten von euch wahrscheinlich. Den BME 280, wir gucken einfach mal, was das ist. Seht ihr hier, kostet 14,95. Wird halt eben für eine Bemessung von Druck. Dann haben wir noch, was haben wir hier noch? BME 688. Genau, BME 688. Ist hier in dem Fenster offen. Ist auch Luftdruck und Gas und so weiter und so fort. Das heißt, ihr seht hier, welche damit kompatibel sind. Was halt eben neu ist, ist, glaube ich, dieser Case Energy Smart Plug. Hier könnt ihr quasi auch, ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Projekt auch gesehen, Strom messen, dafür halt eben Belohnung bekommen. Ja, also ihr braucht quasi einen von den supporten Sensoren, also einer oder mehrere, ist halt eben euch überlassen. Wie ich schon gesagt habe, einen Raspberry Pi, also kompatibel sind hier dementsprechend ein Raspberry Pi Zero, dann ein Raspberry Pi 3B, Raspberry Pi 3A, jeweils in der Plus-Version, Raspberry Pi 4B und Raspberry Pi 400. Das sind auch meistens so die gängigsten, die im Umlauf sind. Und halt eben ein GPS-Modul dazu, damit das System weiß, wo ihr seid, kriegt ihr bei Amazon für 20 Euro ungefähr. Also direkt ein GPS-Modul für euren Raspberry Pi, falls es nicht schon dran ist. Ja, wie gesagt, Sensor kriegt ihr ab 15 Euro und wenn ihr noch habt, ein Aware Element, quasi kostenlos, dann braucht ihr halt eben eine Raspberry dazu. Und halt eben das GPS-Modul. Wenn wir jetzt mal von ausgehen, ihr habt keinen Raspberry Pi, dann gehen wir mal vom günstigsten aus, der BME 280, 15 Euro. Ich rechne es mal hoch. Plus nochmal Pi-Fi Network, also quasi die GPS-Antenne, 20 Euro sind wir bei 35. Und ihr braucht natürlich eine Lizenz. Die Lizenz findet ihr auf der Startseite, kostet 50 Dollar. Jetzt sagen wahrscheinlich wieder, oh, muss ich eine Lizenz kaufen, damit ich da mitmachen kann. Ja, müsst ihr. Es ist halt eben so, dass immer die meisten Kosten von der Lizenz in die Liquidität des Token gesteckt wird. Das war bei vielen Projekten so, die wir vorgestellt haben. Also bei den meisten Projekten musste man sich quasi eine Lizenz zulegen und das ist hier bei Pi-Fi Network genau das gleiche. Aber ich habe hier gute Nachrichten für euch. Mit dem Promocode CryptoStars10 kriegt ihr 10% Rabatt. Das heißt, ihr zahlt nur 45 Dollar auf eure Lizenz und wir kriegen dafür nochmal ein Kickback von dem gleichen. Also wir kriegen auch nochmal 5 Dollar pro vermittelte Lizenz sozusagen. Ja, damit ist uns ein Stück weit geholfen. Ihr kriegt halt eben die Lizenz für 5 Dollar weniger. Jetzt fragen sich natürlich die meisten, warum soll ich das mitmachen, was bringt das, etc. Ja, und das ist natürlich immer so eine Frage, die wir euch nicht auf zu 100% beantworten können. Wichtig ist halt eben, beziehungsweise für euch wichtig zu wissen, Pi-Fi geht am 29.03. live mit dem Pi-Fi-Token. Das heißt, jeder, der beim Pi-Fi mitmacht,
Also Einstiegskosten rechnen wir jetzt mal hoch mit knapp 70 € im günstigsten Falle. Geht am 29.03. gehen sie im Algorand-Netzwerk live. Das heißt, da wird der PayFi-Token gelauncht. Und dann werden wir halt eben sehen, was man damit jeden Tag verdient. Wir sind auf jeden Fall mit am Start, was das Projekt angeht und wollen halt eben mal schauen. Ja, ich packe euch mal alle Links, alle wichtigen Links dazu in die Beschreibung rein. Lest euch bitte selber mal durch bei Twitter. Bitte do your own research. Das soll jetzt keine Verkaufsveranstaltung sein oder irgendwas in der Richtung, sondern es ist ein Deepin-Projekt, was wir halt eben versuchen mit zu unterstützen, selber ausprobieren wollen und einfach mal gucken, was bei rumkommt. Ja, wie gesagt, die Seite ist payfair.network. Ihr werdet dafür bezahlt, zum Beispiel Luftqualitätsdaten zur Verfügung zu stellen. Ähnliches Prinzip wie bei PlanetWatch mit euren Aware-Element-Sensoren, halt eben ähnliches Prinzip, habe ich schon erklärt. Kompatibel sind die Links, die ihr hier seht, beziehungsweise die Geräte, die ihr seht. Ihr braucht ein Raspberry Pi Up Zero, beziehungsweise ein Pi 3, 4 oder 400 und halt eben ein GPS-Modul dazu. Kosten hatte ich eben schon erklärt. Ansonsten googelt einfach mal oder guckt einfach mal bei YouTube, was ihr dazu findet. Es gibt vielen interessanten Content. Was halt für uns auch sehr interessant ist, dass natürlich auch ein SenseCap, quasi ein Helium-Miner auch dafür genutzt werden kann. Ja, weil wenn es mal mit Helium nicht läuft, wie aktuell, kann man die Geräte natürlich noch für was anderes zweckentfremden. Ich sag's mal ganz einfach so. Ja, ich möchte jetzt hier keine weiteren Hehl aus dieser ganzen Geschichte machen. Schaut's euch selber an, macht euch selbst ein Bild davon. Wenn ihr sagt, geil, ich bin dabei, kauft euch die Lizenz. CryptoStars 10 ist halt eben nochmal ein Rabattcode. Hier kriegt ihr 10% Rabatt. Packe ich euch aber auch nochmal die Videobeschreibung rein, beziehungsweise den ersten Kommentar. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns damit tatkräftig unterstützen würdet. Ansonsten, wie ich es ja schon mal gesagt habe, guckt mal dort bei Twitter rein. Ich glaube, PayFi hat auch einen Discord-Channel. Mal gucken, ob das irgendwo hier verlinkt wird. Auf jeden Fall habe ich schon gesehen, dass halt eben Discord auch da ist. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas in der Richtung, guckt einfach mal dort dementsprechend rein. Können noch mal ganz kurz gucken, ob wir hier zufälligerweise jetzt hier einen Link nochmal finden für den Discord, damit wir das auch mal kurz noch validieren können. Genau, hier haben wir den Discord-Channel. Switchen wir mal kurz rein. Schwupp. So, funktioniert ja alles wunderbar. Gucken wir mal. Genau, PayFi. Hier sind wir auch schon drin. Das heißt, ihr seht hier quasi im Discord, ihr habt eine Unterstützung. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt in der Richtung, könnt ihr natürlich auch das Ganze in den PayFi Discord reinhauen sozusagen. Ja, ihr seht es gerade gejoint. Hallo, wir sind drin. Von daher guckt es euch mal an. Und wie gesagt, probiert es einfach mal aus, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann vergesst es einfach. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.